Wer hätte gedacht, dass wir das nochmal erleben? Ein hochmoderner Zweitaktmotor, entwickelt mitten in Detroit, der alten Motorenstadt in den USA. Während die meisten Hersteller längst auf klassische Viertakter oder sogar auf Elektromobilität setzen, bringt das Startup Alpha Moto mit dem RevForce eine Technologie auf den Markt, die fast schon als ausgestorben galt. Zweitakter waren jahrelang wegen strengen Emissionsgesetzen und hohen Verbrauch praktisch totgesagt und jetzt das, ein neuer Motor, der alles anders machen will. Aber was steckt wirklich dahinter? Und könnte der RevForce sogar die Zukunft des Motorradantriebs werden? The good, the bad and the ugly. Für viele aus der Motorrad-Community sind Zweitakter Legende. Leicht, drehfreudig, simpel im Aufbau und mit unverwechselbarem Sound. In den 80ern und 90ern waren sie aus dem Straßenbild kaum wegzudenken. Modelle wie die RD oder die Aprilia RS 250 sind heute Kult. Doch mit strengeren Abgasvorschriften und schlechtem Ruf wegen Ölqualm und Lärm war Schluss. Spätestens ab den 2000ern verschwand der Zweitakter fast komplett aus der Serienproduktion. Der Grund? Sie galten als zu schmutzig, zu ineffizient und nicht mehr zeitgemäß. Das Comeback schien ausgeschlossen. Bis jetzt. Alpha Moto rollt das Thema von Grund auf neu auf. Der RevForce ist kein Rückgriff auf alte Technik, sondern ein komplett neu entwickelter, wassergekühlter Rein-Zweizylinder-Zweitakter mit Kompressoraufladung, Direkteinspritzung und rotierender Auslasssteuerung. Entscheidend ist, dass der Kolben nicht mehr für das Ansaugen des Gemischs zuständig ist. Ein separates System übernimmt die Steuerung vom Luftstrom, Kompression, Gemischbildung und Zylinderfüllung. Dadurch kann der Motor je nach Bedarf auf maximale Leistung oder extreme Effizienz getrimmt werden. Diese Flexibilität ist der große Unterschied zu klassischen Zweitaktern und auch zu den meisten Viertaktern. Aber wie soll ein Zweitakter plötzlich sauber und effizient sein? Genau das schauen wir uns jetzt an. Das Herzstück des RevForce ist die komplette Kontrolle über den Verbrennungsprozess. Kompressor, Direkteinspritzung und eine ausgeklügelte Motorsteuerung sorgen dafür, dass der Motor immer das optimale Gemisch bekommt, egal ob Benzin, Diesel, Erdgas, Ethanol oder sogar Wasserstoff getankt wird. Die Motorsteuerung erkennt automatisch den Kraftstoff und passt die Parameter in Echtzeit an. So lässt sich der RevForce theoretisch mit jedem Brennstoff betreiben. Das macht ihn extrem zukunftssicher und nahezu unabhängig von einzelnen Kraftstoffen. Interessant dabei ist, dass der Motor, je nachdem mit was er betrieben wird, komplett anders klingt. Dazu kommt, durch die präzise Steuerung werden Emissionen deutlich gesenkt. In Verbindung mit regenerativen Kraftstoffen ist sogar ein nahezu CO2-neutraler Betrieb möglich. Die Entwickler geben einen thermischen Wirkungsgrad von über 50% an, ein Wert, der sonst kaum ein moderner Verbrenner erreicht. Zum Vergleich, moderne Benziner liegen meist bei 20 bis 35%, selbst die besten Diesel schaffen nur knapp 50%. Hier sind Werte möglich, die sonst eher aus der Welt von Brennstoffzellen oder Turbinen bekannt sind. Ein sauberer Zweitakter mit 170 PS klingt zu schön, um wahr zu sein, aber die Leistungsdaten sprechen eine klare Sprache. Der RevForce bringt es auf beeindruckende 173 PS bzw. 127 kW bei gerade einmal 48 Kilogramm Gewicht. Damit liegt er nicht nur bei der Leistung, sondern auch beim Leistungsgewicht ganz vorne. Ein Traumwert gerade für Motorräder.
Aber auch in anderen Bereichen wie leichten Fahrzeugen, Booten, Flugzeugen oder kompakten Generatoren, zum Beispiel dem PowerCube-Konzept, soll der Motor eingesetzt werden können. Dank seiner kompakten Bauweise und der hohen Kraftstoffflexibilität könnte er überall zum Einsatz kommen, wo Leistung und Effizienz gefragt sind und Platz eine Rolle spielt. Als weiteres Highlight nennen die Entwickler ein großzügiges Inspektionsintervall von 2000 Betriebsstunden, ein klarer Vorteil gegenüber vielen hochgezüchteten Viertaktern. Die einfache Bauweise ohne Nockenwelle und aufwendigen Ventiltrieb reduziert nicht nur die Wartungskosten, sondern auch die möglichen Fehlerquellen. Trotzdem bleiben viele Fragen offen. Wird der REV-Force im harten Motorradalltag wirklich überzeugen? Stichwort Alltag. Wie sieht es mit Emissionen und politischen Hürden aus? Ist der Motor überhaupt wirklich zukunftsfähig? Die Emissionswerte des REV-Force sollen laut Alfa Otto bis zu 30% unter denen aktueller Motoren liegen. Bei Wasserstoffbetrieb ist sogar ein nahezu emissionsfreier Betrieb möglich. Das ist gerade vor dem Hintergrund immer strengerer Emissionsvorschriften spannend. Zwar galt das viel diskutierte Verbrennerverbot für Pkw in Europa nie für Motorräder, doch auch in diesem Bereich werden die Vorgaben immer härter. Gleichzeitig besteht in der Szene weiterhin die Skepsis gegenüber reinen Elektroantrieben. Zu wenig Reichweite, zu hohes Gewicht, zu wenig Emotion und mit der fehlenden Infrastruktur brauchen wir gar nicht erst anfangen. Könnte der REV-Force das Verbrennersterben also noch einmal aufhalten? Möglich wäre es, wenn die Technik wirklich hält, was sie verspricht. Alfa Otto setzt bei der Markteinführung auf Partnerschaften mit etablierten Herstellern, anstatt alles selbst zu produzieren. Erste Prototypen sollen bereits gebaut und erfolgreich mit verschiedenen Kraftstoffen getestet worden sein, darunter eben auch mit Wasserstoff. Die Motoren sind international patentiert und das Unternehmen steht bereits im Kontakt mit großen Namen der Branche. Aktuell läuft außerdem eine Finanzierungsrunde, mit der Alfa Otto das Ziel verfolgt, die Serienreife zu erreichen und den Marktstart voranzutreiben. Wer sich beteiligen möchte, findet alle Infos auf der Webseite des Unternehmens. Dennoch bleibt abzuwarten, ob sich der REV-Force tatsächlich im Motorradmarkt durchsetzt. Die Szene ist gespannt, denn das Potenzial für ein Comeback des Zweitakters ist zweifellos da. Der REV-Force von Alfa Otto ist ohne Frage eines der spannendsten Motorenentwicklungen der letzten Jahre. Hightech trifft auf Zweitakt-Charme, Effizienz auf Leistung und vielleicht gelingt ja wirklich die Rückkehr des Zweitakters auf die Straße. Doch die entscheidende Frage ist, was meint ihr? Wird der Motor wirklich in Serie kommen und kann er halten, was er verspricht?